Ja, hallo Leute, willkommen bei Bushcraft & Nature. Wie ihr seht, heute hier nochmal aus meinem Bastelkeller. Das hat auch einen Grund, ich wollte das Video eigentlich draußen drehen, aber wir haben absolute Trockenheit, der Wald ist knistertrocken und ich möchte da aus Sicherheitsgründen ungern ein Feuer machen. Das muss nicht sein. Ja, also zeige ich euch das Ganze heute hier in meiner Werkstatt und denke, das kommt genauso gut rüber, wenn nicht gar besser, weil ich kann natürlich hier besser im Detail filmen. Worum geht es überhaupt? Ja, das geht um ein paar Tipps und Tricks in Verbindung mit dem Stormfire. Ich habe den Hobo ja mitentwickelt und habe den schon geraume Zeit und habe dann natürlich für mich vom Handling auch einige Sachen rausgefunden. Und des Weiteren habe ich noch einen Tipp für euch hier in Verbindung mit diesem Sicherheitsbrenner von Vicatec, wie ihr da noch eine versteckte Funktion in dem Hobo nutzen könnt. Okay, für alle, die diesen Sicherheitsbrenner von Vicatec noch nicht kennen, der ist ungefähr so wie der vom X-Boil von der Funktionsweise. Der ist mit Kohlefaservlies gefüllt und der ist halt auslaufsicher. Ich werde euch den jetzt als erstes mal im Detail vorstellen. Ja, geliefert wird der Brenner hier in so einer Papierschachtel. Mach die mal auf. So, da ist dann die Brennerdose drin mit dem Vicatec-Symbol. Was ich auch sehr schön finde, ist kein weiteres Plastik hier zur Verpackung verwendet wird. Finde ich sehr schön. Ja, das ist dann die eigentliche Sicherheitsbrennerdose. Das kennt ihr ja auch schon vom X-Boil, das Prinzip. Wenn man den jetzt aufschraubt hier, dann habt ihr da drin das Kohlefaservlies, was den Brennstoff bzw. Spiritus aufsaugt und somit kann das nicht mehr auslaufen. Das heißt, selbst wenn euch der Brenner mal umfällt, brennt das nur punktuell und verteilt sich nicht auf den gesamten Waldboden. Ja, und genau das ist der Grund, wieso ich den Stormfire hier auch nur noch fast ausschließlich mit dem Sicherheitsbrenner verwende. Und wie das am besten funktioniert und was es da für Tipps und Tricks gibt, das zeige ich euch jetzt. Die Brennerdose hat hier im Deckel noch eine zusätzliche Gummidichtung. Ich hoffe, man sieht es hier in der Kamera. So eine weiße, dünne Dichtung. Die verschließt die Brennerdose auch wirklich dicht. Das heißt, wenn ihr keinen zusätzlichen Brennstoff mitnehmen wollt, könnt ihr den vorher befüllen und dann so in den Rucksack packen. Und der Brenner läuft ja eh nicht aus und trotzdem ist es dicht. Also euch verdunstet auch der Spiritus nicht. Allerdings müsst ihr auch beachten, wenn ihr nachher nach dem Kochen, wenn die Dose heiß ist, das gleiche Prinzip ist wie beim Notkocher 71. Ihr dürft natürlich den Deckel mit der Kunststoffdichtung dann nicht auf die heiße Dose aufsetzen, sonst verschmort ihr euch die Dichtung. Zu dem Stormfire wird ja auch diese Trangia Halteplatte hier ausgeliefert. Wenn ihr die verwenden wollt in Verbindung mit dem Ultraleicht Sicherheitsbrenner von Vicatec, habt ihr allerdings ein Problem, weil das Loch ist zu groß. Das fällt euch hier durch, also die könnt ihr dafür nicht benutzen. Gut, dann werde ich euch mal zeigen, wie ich den Sicherheitsbrenner in dem Stormfire benutze. Für den Stormfire im Spiritusbetrieb ist ja kein Ascheblech nötig, wir haben ja keine Asche. Also stecke ich den Stormfire einfach mit den 3 Seitenteilen zusammen, mache dann die Brennplatte hier in den zweiten Schlitz von oben, setze die da ein, so, und verriegel den Stormfire von vorne. So, dann können wir hier jetzt unseren Brenner einsetzen. Dreh den mal auf. So, und so mache ich den dann da rein. Jetzt ist es natürlich ein bisschen schwierig, den hier anzuzünden. Da gibt es aber einen Trick. Wer mein Review zum Stormfire gesehen hat, ich werde das Video noch mal am Ende verlinken, weiß natürlich, dass die Topfhalter beim Stormfire eine elementare Funktion haben. Ja, und genau dafür kann man die hier natürlich auch verwenden. Ich lege den einfach hier rein, dann kann ich hier schön den Brenner aufsetzen, dann schaut hier vorne noch die Kante raus und dann kann ich ganz gemütlich hier den Brenner anzünden und kann dann schön reinschieben und einsetzen. Okay, kommen wir jetzt zu Tipp Nummer 2, die versteckte Funktion im Stormfire, und zwar die Flammenregulierung des Sicherheitsbrenners. Beim Trangia können wir ja die Flamme regulieren mit dem Deckel. Das kann man natürlich mit so einer Brennerdose
nicht ohne weiteres. Manche legen ja Steinchen oder Geldstücke rein. Das ist hier beim Stormfire aber nicht erforderlich. Und zwar könnt ihr das auch regeln mit den Topfhaltern. Wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Hier seht ihr den Stormfire von der Seite. Hier ist die Brennplatte drin, die ja als Halter für unsere Brennerdose dient. Und dieser Abstand hier oben zur Trangia Halteplatte, der ist nicht zufällig gewählt. Und zwar ist das genau die Höhe, die die Brennerdose hat. Um euch zu zeigen, wie die Flammenregulierung funktioniert, brenne ich jetzt erst noch mal die Brennerdose wieder an. Setze die ein. So, kann ich noch ein bisschen justieren. So, und dann habt ihr ja wieder die zwei Topfhalter hier. Und die haben ja hier so einen langen Schlitz. So, der muss jeweils nach außen zeigen. Also so. Ich hoffe, man sieht's. So, und jetzt könnt ihr hergehen und könnt die Topfhalter hier rüberschieben. So. Und der lange Schlitz reicht jetzt genau bis nach außen. So, und jetzt könnt ihr ganz einfach mit den Topfhaltern durch Schieben hier die Flamme regulieren. Das heißt, ihr könnt dann auch schön drauf köcheln. Jetzt sage ich mal hier ein paar Bohnen aufwärmen, warm werden lassen. Oder wenn ihr das wieder nach außen schiebt, habt ihr wieder die größere Flamme und nehmt ihr die Topfhalter ganz raus. Dann habt ihr die Maximalflamme. Ihr könnt es natürlich auch nur mit einem Topfhalter machen. So, dann kann man den hier so rüberschieben und den zweiten, wenn es dann noch kleiner soll, danach einsetzen. So. Seht ihr? Und gleichzeitig könnt ihr auch, wenn ihr die zusammenschiebt, habt ihr bloß noch die Außenflamme, den Brenner auspusten. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit aufgesetztem Windschutzblech. Wenn ihr länger damit kocht, werden natürlich irgendwann, weil sich die Brennkammer erwärmt, auch die Topfhalter heiß. Aber dafür haben wir ja auch diese großen Löcher hier in diesen Topfhaltern. Das heißt, wenn die Stäbe, die Topfhalter dann längere Zeit benutzt werden, könnt ihr hier schön mit zwei Ästen einklemmen und könnt hier mit zwei Ästen die heißen Topfhalter verschieben. Seht ihr das? Oder auf diese Art und Weise könnt ihr natürlich die Topfhalter auch wieder rausbekommen. So. Ja, auf diese Art und Weise habt ihr eine stufenlose Flammenregulierung des Sicherheitsbrenners, ohne zusätzliche Sachen mitnehmen zu müssen. Die Topfhalter habe ich selten direkt für die Töpfe gebraucht, weil der Durchmesser oben von dem Hobo doch recht klein ist. Ja, und das ist für mich eine super Lösung. Ja, dann kommen wir zum nächsten Tipp, und zwar Ablöschen des Sicherheitsbrenners mit dem Windblech. Wenn ihr das Windblech nicht benutzt und es somit auch nicht heiß ist, könnt ihr damit auch direkt hier durch die Öffnung gehen und wunderbar den Sicherheitsbrenner ablöschen. Und wenn die Topfhalter kalt sind, könnt ihr die auch gleich nehmen, um die Brennerdose hier aus dem erhitzten Hobo rauszunehmen. Dann kühlt die schneller ab und euch verdunstet weniger Spiritus, bis ihr den Deckel wieder aufsetzen könnt. Hattet ihr das Windblech in Betrieb und es ist heiß, könnt ihr natürlich alternativ dazu auch, wie schon gezeigt, die beiden Topfhalter benutzen.
Mit dem nicht benötigten Ascheblech könnt ihr den heißen Brenner jetzt noch verschließen, damit euch nicht so viel Spiritus verdunstet. Und später, wenn der Brenner abgekühlt ist, könnt ihr das dann wieder mit dem Deckel mit der empfindlichen Gummidichtung zuschrauben. Wenn ihr merkt, dass der Brenner nachlässt, könnt ihr natürlich auf diese Art und Weise auch den Brenner löschen, um ihn nachzufüllen, ohne ihn aus dem Hobo nehmen zu müssen. Ja, das waren jetzt die Tipps für den Spiritusbetrieb. Jetzt habe ich noch zwei Tipps für den Hobo-Betrieb, was mir so beim Handling mit dem Stormfire aufgefallen ist, und das zeige ich euch jetzt. Ja, dazu habe ich den Stormfire jetzt umgebaut in den Hobo-Betrieb. Das heißt, die Brennplatte ganz nach unten und das Ascheblech eingesetzt. Ja, und wenn ihr den Hobo dann ausgebrannt habt, müsst ihr ihn ja irgendwann dann auch ausleeren, das heißt die Asche ausschütten. Ja, und da hat es bei dem Stormfire konstruktionsbedingt ein Problem. Wenn man die Frontplatte hier wegnimmt, ist natürlich der gesamte Hobo entriegelt und euch fällt alles auseinander. Und das heißt, wenn ihr den auf den Kopf dreht und euch rutscht die Frontplatte raus, fällt das Ding auseinander und ihr könnt euch verbrennen. Und ich habe das für mich so geregelt, ich fasse den hier oben an den beiden Seiten hier. Da ist er dann nicht mehr so heiß. Hier habt ihr die Glut hier unten drin und dann könnt ihr den ganzen Hobo so nehmen und schön umkippen und die Asche ausschütteln. Und wie ihr seht, durch das Zusammendrücken rutscht die Frontplatte auch nicht raus. Ja, das nächste Problem, was mir beim Handling aufgefallen ist, ist, wenn der Hobo von innen hier verrußt ist, dass der Ruß an den Fingern ist und in der Tasche. Und da hat sich für mich folgende Methode sehr gut bewährt. Ich nehme erst die Frontplatte ab, lege die mit der rußigen Seite so nach oben. Dann nehme ich alles auseinander, mache die Roste so raus. Dann ziehe ich eine Seitenplatte ab und lege die mit der rußigen Seite zusammen mit dem Vorderteil. Dann nehme ich das zweite Seitenteil auseinander, lege hier diese rußige Seite auch wieder nach innen und die rußige Seite zu der rußigen Seite. Das heißt, dann habt ihr alles schön die schwarzen Seiten aneinander. Und hier unten kann man jetzt reingreifen wie ein Griff und kann den Hobo, ohne sich groß die Finger schwarz zu machen, in die Tasche versorgen. Und alles ist eingepackt. Dann habt ihr bloß noch die beiden Teile hier, die können dann somit rein. Ja, das waren alle versteckten Funktionen, Tipps und Tricks zum Stormfire vom Mitentwickler. Ich hatte den Prototypen ja schon eine ganze Weile zum Testen und das sind einfach die Sachen, die sich in der Praxis bewährt und herausgestellt haben. Ja, wer sich für den Sicherheitskocher hier von Vicatec interessiert oder für den Hobo, ich verlinke mal beides unter dem Video. Für Leute, die den Stormfire Hobo noch gar nicht kennen und interessant finden, ist am Ende des Videos nochmal das Review von mir verlinkt. Da wird er nochmal ausführlich von mir vorgestellt mit allen Funktionen. Ja, demnächst kommt noch ein weiteres Video zum Stormfire. Da will ich nochmal die Pelletplatte und die Seitenplatte Feuer testen. Aber das kann ich natürlich erst machen, wenn die Waldbrandwarnstufe wieder runter ist. Das heißt also, wer es nicht verpassen möchte und wen es interessiert, Abo nicht vergessen. Ja, ich hoffe, es war wieder für den einen oder anderen hilfreicher Tipp mit dabei. Dann würde ich mich an dieser Stelle von euch verabschieden. Macht's gut, euer Detlef. Ciao, tschüss.